Verlässlichkeit in der Windenergie. Das Format Enercon Table Talk. Ich werde 2 bis 3 Personen einladen, an einen Tisch zusammenzukommen, wo wir den Anekdoten, Insights, alles von Enercon zeigen werden. Ein ganz offener Talk als Informationsaustausch. Benjamin. Tim. Und deshalb habe ich mich entschieden, für die erste Folge den Tim Fischer einzuladen und den Benjamin Seifert aus unserem Haus. Dann fange ich mal mit dem klassischen Moin an. Ich bin Tim, ich arbeite im HR-Bereich. Daher hat man mich wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Irgendwo im Zusammenhang mit Personalthemen bin ich schon mal aufgetaucht. Kevin war Auszubildender bei uns und jetzt arbeitet er fest in der Personalabteilung, genau. Ich habe die große Ehre, den deutschen Personalbereich zu leiten. Das heißt also all das, was man sich unter Personalarbeit so vorstellt. Da bin ich ganz froh, dass ich diesen Bereich in Deutschland leiten darf. Ja, moin, mein Name ist Benjamin Seifert. Ich bin seit schlanken 21 Jahren bei Enercon. Richtig gut. Pizza zum Mittagessen, abends mal da gefeiert. Das war richtig, richtig gut. Und habe damals meine Diplomarbeit bei Enercon geschrieben und durfte die ganze Zeit dabei bleiben und durfte mich auch schön weiterentwickeln und bin mittlerweile Regionalleiter für Zentral-Nordeuropa. Und wir als Team verantworten den Vertrieb, das Projektmanagement und den Service für Deutschland, für die Nordics und für die ganzen osteuropäischen Länder. Enercon zeichnet aus diesen Team Spirit, muss man sagen. Das ist das, was ich sehr schätze und was man hier wirklich lebt. Es ist immer wieder was Neues, es ist immer anspruchsvoll und man hat coole, nette Kollegen und auch wie viele nette Kunden. Also ich kenne jeden Mitarbeiter in meinem Team und ich würde auch, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, ich kenne auch die aus den anderen Bereichen. Dann wollen wir mal. Hallo, moin, moin. Was glaubt ihr, sind die 3 meistgenannten Begriffe über Enercon? Wollen wir Ping-Pong-mäßig hin und her spielen, Benjamin? Sollten wir machen. Ja. Gute Atmosphäre, würde ich sagen. Die Kollegen würden sagen, eine große Familie. Aber wenn ich 3 Begriffe habe. Ja gut, das waren ja Sätze. Ja, Aber das waren jetzt ja 3 Sätze. Verlässlichkeit. Innovation. Begriff Nummer 1. Innovation. Nummer 2. Teamgeist. ja, Teamgeist. Ja. Teamgeist. Ja. Innovation, Verlässlichkeit, Teamgeist. Locken wir ein. Beschreibe Enercon in 3 Worten. Nachhaltig, zukunftssicher, auf einem guten Weg. Ich würde sagen, Teamgeist, Innovation und Zuverlässigkeit. Teamgeist, Fairness und transparent. Innovativ auf jeden Fall. Teamwork, Mut. Familienunternehmen, grüne Energie und Spaß am Vertrieb. Eigen, innovativ, sympathisch. Es ist schon sehr, sehr spannend, wie stolz die Leute sind, bei Enercon zu arbeiten. Warum glaubt ihr, sind die Kollegen so stolz, bei uns, also bei Enercon zu arbeiten? Also Moritz hat es ja eben so ein bisschen angesprochen. Ne? Also das Thema, glaube ich, ist, man arbeitet in einem Unternehmen, das halt auf einem sehr guten Weg ist und auch schon sich bewiesen hat. Also ich glaube, das muss etwas sein, auch in dieser ganzen Branche, wo man gerne hinschaut, weil man sagt, das ist so ein Idealunternehmen. Ich glaube, unsere Kollegen arbeiten gerne bei Enercon, weil sie nicht bei einer Aktiengesellschaft arbeiten, wo Erneuerbaren einfach nur Teil des Unternehmensergebnisses sind, des Aktienkurses, sondern wir machen Energie für die Welt. Und das strahlen die Kollegen aus. Und die wissen, okay, am Ende des Tages wird eine Windenergieanlage aufgestellt und die hilft uns, die Zukunft klimafreundlicher zu machen und die Zukunft unserer Kinder zu sichern. Und da ist eine extreme Überzeugung bei jedem Einzelnen. Ja. Und was wir vorhin schon sagten, Enercon macht halt das Besondere aus, dass du das ganze Kollektiv, also alle zusammenarbeiten an einem Strang. Daher denke ich, das zeichnet es aus. Ich glaube, man hat selten Unternehmen, wo so füreinander eingestanden wird und wo so die Mitarbeiter hilfsbereit sind. Das ist was ganz Besonderes. Ja, was mir bei Enercon so viel Spaß macht, ist, dass ich jeden Morgen gerne zur Arbeit gehe. Es gibt keinen Tag, wo ich denke so, nee, lieber im Bett bleiben. Ich gehe also jeden Morgen gerne hin. Wenn man mal schlechte Tage hat, wenn mal was schief läuft, sind die immer da, stehen hinter einem, helfen einem. Also einen schöneren Zusammenhalt kann man eigentlich nicht haben. Cool. Ach, wie ich zu Enercon gekommen bin. Ich habe im Hamburger Hafen mal 2 große Windräder gesehen und dachte mir, was ist denn das überhaupt für ein Hersteller? Ja, 26. Da habe ich ein bisschen gegoogelt und habe dann gesehen, dass sie Stellen ausgeschrieben hatten und dann habe ich mich beworben und seitdem bin ich bei Enercon. Wolfgang ist auch das gesehen. Und Christoph Heidinger. Ja.
Ich hatte natürlich einen Job. Mit dem Kollegen. Mit dem bin ich joggen gegangen in Portugal, voll verlaufen. Ah ja, okay. Und meine Oma hatte ganz früh schon mal Windparkbeteiligung gekauft, im ganz kleinen Maße, und hat dadurch die erneuerbaren Energien als Zeitschrift bekommen. Und ich hatte die immer mitgelesen und hatte dann gedacht, okay, wenn ich etwas Sinnvolles machen möchte, dann gehe ich in die erneuerbaren Energien. Und ich habe einfach wirklich aus dieser Zeitschrift die großen Firmen rausgeschrieben und mir sie dann angeschaut und mich beworben. Und so bin ich im Endeffekt bei Enercon gelandet. Super nervös, mega aufgeregt, kam so in das Hauptgebäude rein, alles total schick. Kam dann, wurde dann abgeholt und wurde erstmal in einen Container gebracht. Ja, weil die hatten in dem Hauptgebäude nicht genug Plätze und dann saßen wir halt. Das war ein Drehkampf, ne? Wir sind schnell gewachsen, ne? Also mussten schnell Raum schaffen. Ja, wir saßen da 2 Jahre drin, aber es war eine super coole Zeit. Und wir wurden auch so ein bisschen belächelt, immer so, ja, die Container-Kids, die dort sitzen. Und es war dann einmal so, dass es Feueralarm im Hauptgebäude gab, aber diesen Feueralarm gab es halt nicht in den Containern. Und wir saßen noch in unseren Büros und plötzlich ist der Leiterwagen vor unser Büro gefahren. Und ja, damit haben wir erstmal mitgekriegt, dass es einen Feueralarm gab und auch einen kleinen Kabelbrand. Das Witzige war eigentlich, wir hatten auch keine Toiletten bei uns in den Containern. Das heißt, ein paar Mitarbeiter von uns waren noch auf Toilette gegangen, obwohl eigentlich schon der Leiterwagen da war, und kamen dann rausgelaufen, als Leute mit Helm und Anzug quasi reingelaufen sind. Das war eine kleine Warst du damals dabei? ein bisschen unorganisiert waren. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, ne? Wir hatten ein Büro, ja. Eigentlich für 6 Leute. Ja. Wir haben mit 13 Leuten in dem Büro gesessen. Ja, und dann gab es von der Kettwig damals noch den, Seifert, gehen Sie mal mit Ihrem Team in den Container für ein halbes Jahr. Wir bauen gerade um. Sag ich, Leute, wir ziehen den Container für ein halbes Jahr und wir haben richtig Platz. Ja, das war ein größerer Container und alle waren voll begeistert. Und dann waren das 2, 3 Jahre, die wir in dem Container waren. Und der Container war auf einmal auch überfüllt. Aber die Stimmung war grandios. Auch zusammengespeist, ne? So ist es. Richtig gut. Pizza zum Mittagessen, abends mal da gefeiert. Es war richtig, richtig gut. Einzige Schlimme war, wir hatten eine Mikrowelle. Und ich mag keinen Fisch, ne? Das roch immer nach Fisch. Und die eine Kollegin, schön Fischfrikadellen in der Mittagspause in die Mikrowelle. Das ganze Ding hat gestunken. Also wir haben 2,5 Jahre da im Container gesessen und die Kollegen, wann ziehen wir aus? Ich sag, bald. Bald, ja. Das ist richtig gut. Wir sind immer noch alle da. Ja. Ach, eine Frage an dich, Tim. Oh. Ihr arbeitet doch aber nicht in Containern, oder? Deswegen, ich habe es ja auch schon gesagt, das ist schon ein bisschen her, ne, dass wir in Container gearbeitet haben. Weil ich weiß, dass jetzt du deine Abteilung ein bisschen vorstellen wirst. Oder da, oh, okay, ja. Ich denke, das wird jetzt folgen. Moment, ich möchte mich hören. Ganz vorsichtig anklopfen, dann können Sie immer noch reagieren. Ihr seht Glastüren, ne? Wir wissen also immer, was da drin los ist. Haben die dich ausgelacht? Ja, ne? Die haben mich ein bisschen angelacht, glaube ich. Ausgelacht, glaube ich. Ich glaube schon, ich die haben mich sehr wohl gefreut. wahrgenommen. Ihr wolltet eher so ein bisschen allein gelassen werden. Ihr seid Abrechnung. Lieber allein. Auf der anderen Seite wieder hochkonzentriert und ergonomisch sehr perfekte Körperhaltung. Ich habe eben gesagt, ergonomisch sehr perfekte Körperhaltung, aber auch das gehört dazu, man darf auch mal so sitzen. Alles gut, Kevin. Ach so, hattest du schon dein zweites Gespräch? Heute? Mein Übernahmegespräch. Ja. Ja. Und? Magst du darüber reden? Ja, lief sehr gut. Lief sehr gut? Ja, und? klingt verlockend. Klingt verlockend? Du überlegst noch, oder? Nee, eigentlich nicht mehr. Nee, du nimmst an? Komm. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Team. Dankeschön. Kevin war Auszubildender bei uns und jetzt arbeitet er fest in der Personalabteilung, genau. Es war tatsächlich genau an dem Tag, als das Video gedreht wurde. Absurder Zufall, hatte er sein zweites Gespräch und hat sich dann entschieden, bei uns anzufangen, fest. Ja. Ist auch immer sehr schön, wenn man wirklich aus dem eigenen Haus dann Mitarbeiter hat, die bei uns bleiben wollen. Ja. Wie sieht es aus mit offenen Stellen derzeit? Ja, also wir haben offene Stellen, ganz klar. Also wir suchen und vor allem natürlich in der Region von Benjamin. Ne? Also nicht nur in den Bereichen Sales, PM und Servicemonteure, sondern wir suchen auch noch in anderen Bereichen. Wir sind halt immer wieder offen, ne, für neue Kandidaten. Es kann auch tatsächlich im Bereich Forschung und Entwicklung sein, das kann in der Logistik sein. Also wir sind sehr vielfältig aufgestellt. Wenn man sich das nochmal so anguckt, wir haben ja tatsächlich ein breites Spektrum. Ne? Also wir haben schon ein paar Mal so gehört, von der Produktion, dann am Ende, wo die Anlage dann hergestellt wird, bis wirklich zum letzten Punkt, wo dann die Anlage gewartet wird. Also es gibt viele verschiedene Aufgaben, hauptsächlich natürlich so technischer Natur,
aber auch klassischerweise kaufmännische Stellen, Bereich Controlling. Ne? Auch da ist immer wieder ein Bedarf da. Das ist eigentlich eine sehr schöne Situation, ne? Also weil wir uns tatsächlich da auch öffnen können und neuen Personen die Chance geben können, bei uns reinzukommen. Wird ja auch viele offene Stellen. Viele offene Stellen? Ja. Aber zum Glück nicht, weil wir Leute verloren haben, sondern weil wir wachsen. Genau. Das haben wir über Jahre nicht getan. Ja. Und jetzt merken wir, der Markt zieht wieder an. Und deswegen brauchen wir gute neue Kollegen. Ja. Wir haben offene Stellen. Ich persönlich bin immer Fan davon, wenn wir nicht einfach nur eine Stelle ausschreiben und dann bekommen wir Bewerbungen und dann gucken wir, wie die Person zu dieser einzelnen Position passt. Meine Erfahrung ist, viele gute Bewerber bekommt man einfach über Initiativbewerbungen oder über die Direktansprache. Die Leute, die sagen, pass auf, ich würde gerne bei Enercon arbeiten und das ist das, was ich mitbringe. Ja. Und dann guckt man gemeinsam, was ist die coolste und die passendste Position, handgeschneidert sozusagen für den Einzelnen. Und da habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht, einfach mal zu schauen, ja, der Kollege passt vom Team Spirit, von der Mentalität zu uns. Und dann haben wir viele Aufgaben, die Spaß machen, ja, viel Koordination, Kommunikation. Und da kommt es auf clevere Leute an. Es sind wenig Rocket-Science-Aufgaben, gerade in der CNE-Region bei uns. Also nicht die hochtrabenden Aufgaben, aber viele Leute, die wir brauchen, Ingenieure, Kaufleute, die uns einfach nach vorne bringen, gut im Kundenaustausch, im Projektmanagement, die Monteure. Deswegen nicht nur warten, bis eine wie ich Stellenanzeige da ist, sondern sagen, ich habe Bock, ich habe Lust bei Enercon zu arbeiten, weil mich interessiert das Unternehmen, das Produkt. Und da die Chance nutzen, sich bei uns zu bewerben über die verschiedenen Kanäle. Und da sind wir sehr offen. Welcher Kanal wird am meisten benutzt? Welcher Kanal wird am meisten benutzt von den Bewerbungseingängen? Ja. Also Leute kommen natürlich über unsere Seiten, ne? Die kommen natürlich auch über die klassischen großen Suchplattformen. LinkedIn ist auch immer wieder das Thema, wo wir direkt Bewerbungen bekommen. Ne? Genau, also eigentlich sehr, sehr vielfältig. Wir werden auch direkt auf Messen angesprochen. Also wir sind ja überall vertreten. Also wir haben eigentlich immer so unsere Ohren offen und hören uns das dann an, wenn jemand Interesse hat, bei Enercon zu arbeiten. Und dann, wie Benjamin gesagt hat, versuchen wir halt, das Passende zu finden. Ne? Das kann ja auch sein, dass es vielleicht jetzt nicht gerade passt. Auch das finde ich immer noch total gut, ne? Dass wir eine gewisse Durchlässigkeit haben. Du hast es ja selbst auch gesagt, du bist zum Beispiel dafür, dass du in vielen verschiedenen Bereichen bei Enercon schon gearbeitet hast. Und ich glaube, das nutzen auch viele Enercon-Mitarbeiter, sich mal weiterzuentwickeln, nach ein paar Jahren zu sagen, ich mache mal einen Next Step, ne? Vielleicht nicht immer nur klassisch nach oben, vielleicht auch mal zur Seite, um dann einfach mal in andere Bereiche reinzuschauen. Also, jetzt für mich persönlich, die letzten 1-2 Jahre ist einfach LinkedIn als Kanal echt eine Bereicherung. Bisher war es immer, wirklich bei Enercon, nimm den offiziellen Kanal, weil die E-Mail-Adressen sind nicht so bekannt der einzelnen Kollegen. Ja? Obwohl die relativ einfach sind, @enercon.de. Sind sie, natürlich, genau, aber man muss schon den Namen genau kennen. Ja, genau. Ja. Aber die Möglichkeit zu nutzen, sich über LinkedIn tatsächlich bei den einzelnen Führungskräften zu bewerben. Ja, genau. Ja, oder auch die Chance zu nutzen, man schaut mal selbst, wer so im Markt gerade verfügbar ist für bestimmte Positionen und dann auf den einzelnen Kandidaten zuzugehen. Das macht es echt schlank und schnell. Genau. Ja, es soll keinen davon abhalten, zu sagen, naja, traue ich mich da wirklich eine E-Mail zu schreiben oder eine LinkedIn-Message. Genau. Macht das. Macht das gerne. Also ich finde den Kanal super. Er ist informell, er ist schlank und einfach und das ist das, was wir heute brauchen. Ja, erstmal kurz nachfragen, gibt es eine Position, passe ich bei euch rein, können wir mal kurz schnacken, dann tun wir das. Und wenn das okay ist, dann nehmen wir den offiziellen Weg. Enercon, leaders in onshore wind energy, very professional and they have an advantage through modular steel tower concept, which works well across the globe. Wenn ich es auf 3 Punkte vielleicht bringen soll, die Entscheidung, dass wir dann für 40 Anlagen, damals vom Typ E70 bei Enercon unterschrieben haben, waren das Gefühl von Verlässlichkeit mit der Firmenleitung. Der macht auch Repowering jetzt mit uns, der 40 Anlagen. Ja. Mhm. Auch die 70er, ne? Was hat's da stehen? Das war E70 auch. Ja. Genau, die gleiche Anlage. Gut, Benjamin, ich eine Frage. Ja! Also, was bedeutet Verlässlichkeit für die Zukunft in der Windenergie? Es gibt 2, 3 Punkte. Ich glaube, das Wichtigste erstmal ist, dass wir eine Verlässlichkeit im Produkt schaffen, indem wir das, was wir versprechen, an Spezifikation, an Anlagen, Konfiguration, zeitgerecht in den Markt bringen, was die Dokumentation betrifft, und genauso eben auch zeitgerecht ausliefern. Ja, das waren 2, 3 schwierige Jahre für Enercon, für alle anderen Wettbewerber genauso. Der Kostendruck war hoch, es gab die Corona-Krise, die Situation hat sich beruhigt. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt die Chance nutzen, wieder verlässlich zu werden, indem wir das, was wir versprechen, auch einhalten. Ja, lasst uns die Anlagen wieder fristgerecht vollständig ausliefern und in Betrieb nehmen. Und das ist der erste große Meilenstein, den wir setzen möchten, wo wir jetzt auch sehen, dass es echt besser wird. Das reflektieren auch die Kunden.
Und dann gibt es die noch größere Verlässlichkeit und das ist die Betriebsphase, 20, 25 Jahre. Und das ist das, wo Enercon weiterhin sehr, sehr verlässlich ist. Und das ist auch das, was der Markt uns spiegelt. Kaufst du die Enercon-Anlage, ist die vielleicht ein Tickchen teurer zu Beginn, aber über die 20, 25 Jahre Betrieb gleicht sich das wieder aus, weil wir verlässlich sind, weil die Verfügbarkeit, die technische der Anlagen hoch ist und wir mit unseren Menschen, unseren Kundenkontakten auch verlässlich sind. Es sind viele Leute bei uns auch, die lange mit dabei sind, die auch verlässlich gegenüber den Kunden agieren und sagen, pass auf, das sage ich dir zu, dann gibst du die Informationen, dann liefern wir ab und dann finden gemeinsam Lösungen. Also Verlässlichkeit wird noch wesentlich wichtiger im Windmarkt. Die Anlagenleistung geht hoch. Wir reden bei der E175 von 6 MW. Die Anlage muss laufen, ansonsten wird es teuer für alle Seiten. Und gleichzeitig sind wir als erneuerbaren Energien mittlerweile ein wichtiger Pfeiler im Bereich der Energieversorgung in Deutschland. Auch da müssen wir einfach unserer Verantwortung nachkommen. Ne? Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir verzichten gerne auf Atomkraft und auf Kohlekraft und wir sagen, die Erneuerbaren müssen nach vorne, dann müssen wir abliefern. Dann müssen wir verlässlich sein. Und das ist unsere Aufgabe. Das Gefühl von technischer Effizienz bei den Anlagen. Technische Effizienz bei den Anlagen. Benjamin. Tim. Wie hängen Effizienz und Anschaffungskosten bei Enercon-Anlagen zusammen? Die Effizienz ist entscheidend für den guten Betrieb der Anlagen während der Betriebszeit. Ja, sprich hohe Verfügbarkeit, das, was wir gerade auch schon gesagt haben, ist das A und O für uns. Ja, liefert die Anlage, bringt eine effiziente Anlage ins Feld mit wenig Baustellenaufwand. Viele unserer Kunden wissen, es hat früher lange gedauert, eine Anlage aufzubauen und die Inbetriebnahme hat noch länger gedauert. Und ganz schnell der Spruch, naja, deswegen ist die Enercon-Anlage so teuer, weil die Baustellen einfach zu lange dauern. Das waren Effizienzgrade, die wir stemmen mussten, wo wir aber jetzt gerade in den letzten 1-2 Jahren durch die E138 und die E160 einiges getan haben. Also da sind wir noch nicht ganz auf Wettbewerbsniveau, aber wirklich nah rangekommen. Liegt aber auch in unserer Generatortechnik, wo es einfach ein bisschen länger dauert, die Anlage aufzubauen. Nutzen aber den Generator wiederum, dass wir kein Getriebe einsetzen müssen. Und darüber schaffen wir dann die zusätzliche Effizienz über die 20 Jahre Betrieb. Ja. Und das sage ich als starker Befürworter der getriebelosen Technik. Ich habe lieber 2 Tage längere Ineffizienz auf der Baustelle, weil es im Aufbau länger dauert. Und habe dafür eine Anlage im Feld, die 20, 25 Jahre sauber läuft, wo wir keinen Generator tauschen müssen, wo vielleicht andere 1-2 Mal das Getriebe wechseln müssen. Also vom Grundsätzlichen her ist es so, dass das Prinzip der Enercon-Anlagen ohne Getriebe eine mathematisch beweisbare höhere Zuverlässigkeit bringt. Das ist logisch. Er meint den getriebelosen Antrieb. Benjamin, magst du was dazu sagen zum getriebelosen Antrieb von uns? Ja, erstmal freue ich mich, ja. Das ist erstmal überzeugt. Genau, so ist, wenn wir Kunden und Partner haben, die seit so langer Zeit überzeugt sind, dass die getriebelose Technik die bessere ist, dann ist das super. Und logisch, sind wir auch voll davon überzeugt. Und wenn wir einfach den Vergleich machen zwischen unserer getriebelosen Technik und der des Wettbewerbers, die fast alle auf ein Getriebe setzen. Wenn wir uns angucken, wie die Energieübertragung aussieht, wie schlank und einfach sie bei uns ist durch den Generator und wir viele Einzelübertragungsschritte vermeiden, die wir auch einfach komponentenseitig beim Getriebe brauchen, dann ist es sehr, sehr klar, dass wir in der Betriebsphase einen großen Vorteil haben über die direkte Übertragung durch unseren Generator. Also dass wir auch dort natürlich schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Ja, wir haben lange Zeit auf die gleiche fremderregte Generatortechnik gesetzt. Jetzt haben wir umgestellt auf den permanent erregten Generator. Da hat uns doch die Zusammenführung mit Laraway geholfen. Jetzt gleichzeitig schon wieder den nächsten Schritt angegangen, dass wir den permanent erregten Generator weiterentwickeln zu wieder einem wirklichen Enercon-Vorteil. Das zeigt, wir vertrauen in diese Technik. Ja, und das, was wir sehen über die Design-Life, über die Betriebsphase, wie hoch sind die Ausfallquoten, wie sind die Effizienzgrade der Generatortechnik, dann sind wir da einfach, wie der Kunde gerade auch sagte, physikalisch, mathematisch im Vorteil. Und euroseitig genauso. Ja. Und ganz wichtig für uns, ein Faible auch von Enercon für die kleinen und mittleren Unternehmen, für den Mittelstand und für Bürgerenergie. Wie wichtig ist guter Service für Bürgerenergieparks? Es ist immer die Frage, wie definiere ich Service? Und wenn wir den Service auf den reinen Betrieb der Windenergieanlagen betreffen, dann ist er sicherlich für alle Kunden gleich wichtig, weil es darum geht, dass wir eine hohe Verfügbarkeit erzielen. Wenn wir aber von kleinen, mittelgroßen Kunden sprechen, von der Bürgerenergie auch reden, und das ist etwas, was Deutschland auch besonders macht im Vergleich zum internationalen Umfeld, dann würde ich sagen, ist der Service noch wichtiger. Aber es ist nicht der Service
für unsere Windenergieanlagen ist es der Service, den wir unseren Kunden bieten. Ja. Unterstützen wir bei der Planung. Erstellen wir die Genehmigungsunterlagen. Ja, überlegen wir uns die Logistik und Zuwägungskonzepte. Überlegen wir uns den Netzanschluss und bauen die Umspannwerke, dass im Endeffekt jeder Bürger, der eine vernünftige Fläche hat, eigentlich zu uns kommen kann und sagen, pass auf, Enercon, ich habe hier eine Fläche, was kann ich damit machen? Und dann sind wir der richtige Partner und dann sind wir auch anders und besser als unsere Wettbewerber, weil wir dafür die Lösung finden. Das spricht auch wieder für die Vielfältigkeit. Ne? Es kommt alles aus einer Hand, alles aus einem Unternehmen. Ne? Also das heißt, die Zahnräder greifen gut ineinander. Genau so ist es. Ja. Und es ist auch das, was wir jetzt gerade merken. Ja? Wir haben gute Rahmenbedingungen in Deutschland, in Europa, was den Ausbau der Erneuerbaren betrifft. Wir haben eine gute Bundesregierung mit der Ampelkoalition, die ganz klare Ausbaukorridore beschlossen hat. Ja. Und wir sehen das Tempo in den Genehmigungen. Und jetzt kommen viele alte Kunden und auch neue Kunden wieder auf uns zu, wollen wir die Projekte gemeinsam realisieren. Jetzt geht es um Tempo. Ja? Es geht darum, es gibt viele Engpässe. Und Enercon ist gut vorbereitet auf die Phase mit den Services, die wir anbieten, dass wir eben nicht nur für die Großen unsere Anlagen liefern, sondern ganz besonders für die kleinen und mittelgroßen Kunden, weil Enercon ist durch diesen Mittelstand groß geworden. Ja? Und die Energiewende in Deutschland ist so gut fortgeschritten, nicht aufgrund der Großen im Markt, sondern aufgrund der kleinen und mittelgroßen. Und da wollen wir auch irgendwo die Loyalität behalten und auch die Treue zu unseren Kunden, dass wir dort einen besonders großen Fokus setzen. Und das spiegelt sich gerade positiv wider. Macht echt Spaß. Es sind halt Menschen dahinter, das ist das eigene Geld, da gibt es eine Emotion, es sind nicht nur Zahlen. Und mit den Menschen wirklich Projekte zu realisieren, hat was. Sind wir vielleicht auch noch kritischer, ne? Also weil sie nicht klassisch nur nach Zahlen schauen, ne? Sondern wenn man so einen Bürgerwindpark hat, muss man auch erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Und dann wird natürlich jeder Fehler doppelt begutachtet. Ja, das heißt also sehr kritisch, aber es kann es am Ende auch nur dann helfen, so besser zu werden. Ne? Also die Bandbreite ist cool. Ja? Ich sitze auf der einen Seite als Vertriebskollege oder als Team bei einem großen Kunden in einem großen Bürogebäude, wo auf der Gegenseite halt auch 10 Geschäftsleute sitzen. Und dann gibt es die andere Seite, wo wir halt vor den Verhandlungen dann in den Bürgerversammlungen sitzen, bei den Kooperationspartnern. Dann wird zu Abend gegessen, manchmal lecker Grünkohl oder andere lokale Essen. Dann wird groß diskutiert. Und man findet trotzdem Lösungen. Und die Lösungsfindung ist eine andere. Und es ist nicht die eine schlechter oder besser, aber man muss sich auf beide unterschiedlich einstellen. Und der Spaßfaktor ist trotzdem größer mit den kleinen und mittelgroßen Kunden. Da sind die Emotionen da, es sind unsere Projekte. Es gibt andere Maßstäbe und es ist schon besonders, was wir machen. Auch mehr aus Überzeugung. Ne? Also das, was wir mitbringen, bringen sie auf der anderen Seite auch mit, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben für einen Bürgerwindpark. Da ist es auch Energie für die Welt. Ja, genau, ist auch Energie für die Welt. Okay, mein Name ist Beate Schneider. Ich bin Teamleiterin bei der BayWa Operation Services GmbH und bin dort Teamleiterin der technischen Betriebsführung. Also ich würde sagen, jeder in der technischen Betriebsführung ist froh, wenn er Enercon-Anlagen betreuen darf. Das heißt, es ist sehr positiv, wenn man viele Enercon-Anlagen in seinem Portfolio betreut. Die machen wenig Arbeit, die sind sehr zuverlässig. Die Kollegen von Enercon sind zu erreichen. Es gibt eine gute Betreuung für die technische Betriebsführung. Ja. Das hört man gerne. Ja, das hört man gerne. Warum machen unsere Windenergieanlagen so wenig Arbeit? Und welche Rolle spielt die Produktion in Europa dabei? Ich denke, dass wir die Hauptkomponenten bei uns herstellen. Also, facettenreiche Frage. Und vielleicht können wir sie ein bisschen auseinander schieben. Dass die Anlage wenig Arbeit innerhalb des Services, innerhalb des Betriebes macht, ist auf jeden Fall dem Generator und unserer Technik und dem Design der Anlage geschuldet. Ja, unsere Ingenieure achten drauf in der Konstruktion, was müssen wir machen, dass wir in der Betriebsphase eine hohe Verfügbarkeit mit wenig Aufwand auch erreichen können. Das ist schon mal die Basis. Dass wir es schaffen, dann auch innerhalb des Betriebes die Anlage gut im Betrieb zu halten mit einer hohen Verfügbarkeit, liegt auch daran, dass wir eine gute Serviceorganisation haben, die wirklich nah dran ist an den Anlagen, mit einem guten SCADA-System, mit guten Methoden, um auch nach vorne zu schauen, wann können Schäden entstehen, die wir frühzeitig vermeiden können. Ist nicht einfach, wir wachsen gerade wieder richtig ordentlich. Die Anforderungen unserer Kunden wachsen auch, dass die Anlage tatsächlich, gerade die großen Anlagen, immer drehen. Deswegen sitzen wir da nicht in einem kleinen Boot, sondern im größeren über viele Bereiche hinweg, wo wir einfach schauen müssen, kriegen wir neue und viele Monteure mit an Bord, in Deutschland und auch im Ausland. Echt ein großes Thema, wo wir uns gerade gut aufstellen und das auch, wie von der BayWa gerade gespiegelt bekommen, auf einem richtig guten Weg sind. Also das Feedback ist super, ja.
Die Anlagen laufen vernünftig, die Betriebsführung freut sich, das war das eine Feedback. Wir sind erreichbar. Ja, ich erinnere mich zurück an vor 2-3 Jahren, da hieß es, wir sind nicht erreichbar. Und es braucht zu lange, bis ihr an den Anlagen seid. Da dreht sich was. Wir kriegen die Leute an Bord, die Anlagentechnik verstetigt sich, gerade was die neue Technik betrifft. Also wir sind auf einem guten Weg, wirklich auch sicherzustellen, dass die Betriebsführer unserer Kunden hinterher sagen, ich würde weiter eine Enercon-Anlage kaufen. Wir sind tatsächlich, das Zusammenspiel. Ja, wir sind tatsächlich auch sehr dezentral aufgestellt. Gerade wenn du so über den Service sprichst, haben wir natürlich den Vorteil, dort, wo die Anlagen stehen, haben wir auch die Servicemonteure. Ne? Und die haben halt die Fahrzeuge dann bei sich und haben die auch zu Hause. Das heißt, gerade wenn mal die Situation entsteht, dass vielleicht doch mal irgendwo eine Anlage eine Störung hat, dann kann tatsächlich schnell darauf reagiert werden. Ne? Dann hat man kurze Wege, dann ist man schnell vor Ort, dann kann man schnell diese Störung beheben. Ne? Und das ist, glaube ich, genau das, was am Ende dann das Entscheidende ausmacht. Wenn es wirklich mal zu diesem Problemfall kommt, dann wird das schnell behoben. Und das ist natürlich immer gut. Und das funktioniert umso besser, umso ein größeres Servicenetz wir haben. Wir haben ja schon ein richtig großes in ganz Deutschland oder auch drumherum. Ja, und ich glaube, da kann es aber nur immer besser werden. Ne? Also jeder neue Servicemotor hilft uns dann, dieses Netzwerk zu erweitern. Ne? Ja, und es muss kreativ bleiben. Ne? Ja. Also wir haben gerade 150 Leute in Rumänien und Kroatien eingestellt. Ja. Nicht für den lokalen Markt, sondern ganz bewusst für den Support in Deutschland. Weil wir merken, hier das Wachstum nur lokal zu meistern, ist fast unmöglich. Ja, dafür ist die Wachstumsquote zu groß. Das stimmt. Und da die guten Ideen auch aus dem Personalbereich zu kommen, lass uns mal international schauen. Hilft uns gerade richtig weiter. Ja. Aber jetzt wir hatten die Konstruktion vorne, die schaut, dass die Anlage im Feld gut läuft. Ja. Und wir haben den Service mit den Mitarbeitern, die auch einen guten Job machen. Und dann gab es auch noch die zweite Frage, Helge, von dir. Was machen wir oder welchen Vorteil birgt die Produktion in Europa? Und auch das ist eine nette und auch sportliche Frage, weil es verschiedene Perspektiven gibt. Ja. Und auch da verhalten wir uns als Enercon anders als das, was unsere Wettbewerber machen. Natürlich birgt es immer eine Chance und wenn man einigen BWL-Büchern folgt, dann ist Low Cost immer super. Ja, und dann macht es auch Sinn, Produktion Richtung Asien zu verlagern, weil es im ersten Blick auch günstig wirkt. Und die letzten 2-3 Jahre, seit Corona, haben uns gezeigt, dass aus günstig schnell auch teuer werden kann. Ja, und wir haben halt eine sehr, sehr volatile Welt. Das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht mehr ändern. Ja, wenn Lieferketten in Asien stoppen, dann ist es für uns aus Europa heraus wirklich schwierig, das Ganze irgendwo zu kompensieren. Wenn wir sehen, dass Transportkosten hoch und runter gehen, dann wird das Ganze auch in der Berechenbarkeit schwieriger. Und wenn wir an den Transport denken und wir kommen unserem Motto Energie für die Welt nach, dann können wir eigentlich auch wenigen Leuten erzählen, dass wir die Komponenten aus Asien per Schiff nach Europa holen und dann sagen, wir wollen CO2-Abdrücke verbessern. Ja, es ist eine schwierige Kombination, aber trotzdem muss man immer betrachten, haben wir genug Ressourcen in Europa und was macht die Wirtschaftlichkeit? Auf der anderen Seite sind wir als Enercon und ich persönlich auch davon überzeugt, dass viel Produktion in Europa Sinn macht, um einfach auch flexibel zu bleiben. Ja? Wenn wir kurze Lieferzeiten haben wollen, und eine abgesicherte Lieferkette, wo wir nicht vielleicht von 1-2 Ländern zu abhängig sind, und ich sage ganz bewusst China, dann ist Europa die Alternative. Ja. Und dann gibt es alleine schon 3 Monate, die wir uns sparen in der Transportzeit. Und wenn die Lieferkette unterbrochen ist, dann sind wir innerhalb der EU definitiv flexibler. Nehmen wir die Türkei noch mit dazu, wo wir stark sind, dann ist das ein gutes Umfeld. Und da muss man genau schauen, was wollen wir haben. Wollen wir Energiesicherheit haben? Wollen wir eine sichere Lieferkette haben, die unabhängig bleibt für die kritische Ressource Windenergie? Oder wollen wir die günstigste Kilowattstunde einkaufen, wo wir aber nicht wissen, wie nachhaltig ist das Ganze? Ja, also sind enge Perspektiven, die man irgendwo verknüpfen muss. Das Optimum liegt immer in der Mitte. Ja, aber wir als Enercon sind aktuell, und das sehen wir auch bei der E175, ganz klar auf dem Weg, dass wir sagen, das neue Flaggschiff, die E175, wird komplett in Europa gefertigt. Das ist ein Mega-Signal in die Politik hinein. Und auch gleichzeitig natürlich eine Vorleistung gegenüber unseren Kunden, wo viele sagen, wir freuen uns und wir unterstützen die Fertigung in Europa, wo wir auch wissen, dass wir dann natürlich gucken müssen, dass wenn wir diese Wege gehen, die Unterstützung unserer Kunden beibehalten und auch ein politisches Umfeld behalten, was tatsächlich auch den Transfer von Asien nach Europa wieder unterstützt. Bei Enercon arbeiten viele Überzeugungstäter, die nicht hier arbeiten, weil es darum geht, dass ein Unternehmen oder ein Mitarbeiter extrem viel kommerziellen Nutzen, sprich Geld verdienen, sondern es sind Leute, die überzeugt sind, dass Windenergie ein extrem wichtiger Teil der Energiewende sein wird und auch des Klimaschutzes.
Und das ist ein Unterschied, den Enercon hat zu vielen anderen Arbeitgebern. Ja, hier sind viele Leute, die das Ganze machen, um wirklich was Gutes zu tun, auch über viele, viele Jahre. Und dann auch mit dem Unternehmen auch und den Kollegen verbunden sind, um was zu bewegen. Und wer dazu Lust hat, wirklich was für die Energiewende zu tun, für die Zukunft unserer Kinder, der ist ja richtig aufgehoben. Und wir brauchen Leute, die was bewegen wollen. Wir brauchen wenige Beamte. Ja, wir wollen schnell sein. Das ist das, was die Energiewende, was die Politik gerade sehen möchte. Deswegen dynamische Leute, egal wie alt, ja, sind bei uns herzlich willkommen. Ich greife das nochmal auf, was der Benjamin da gesagt hat. Also das Thema Überzeugungstäter passt eigentlich ganz gut. Ne? Also gerade bei der jungen Generation ist das Thema Purpose natürlich so ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Weswegen arbeite ich irgendwo? Ne? Das mache ich natürlich dann aus einer gewissen Überzeugung heraus. Und ich glaube, diese Überzeugung, die hat viele zu Enercon gebracht. Und man merkt das auch ganz stark, dass eine junge Generation sich danach sehnt, bei so einem Unternehmen zu arbeiten. Aber du hast es auch angesprochen, gleichzeitig jedes Alter, weil es kann auch durchaus sein, dass es jemand gibt, der schon lange dabei ist. Und wir wollen auf jeden Fall kein Unternehmen sein, das jetzt nur noch sagt, wir setzen nur noch auf die Zukunft, die ganz junge Generation, sondern eigentlich jeder, der gemeinsam an dieser Enercon-Idee und dieser Vision Energy for the World mitarbeiten möchte, der ist bei uns gern gesehen. Ne? Das heißt also, jeder kann bei uns am Ende diese Erfüllung finden, dass man an etwas Großem mitarbeitet. Und ich glaube, das haben wenig Firmen, die sowas bieten können. Also man kann durchaus sagen, das ist eine Zukunftsbranche und man tut auch gleichzeitig noch was Gutes. Ja, danke, Tim. Ich sage aber auch danke zu dir, Benjamin. Danke, dass ihr meine Gäste wart beim ersten Enercon Table Talk. Prototypen. Sozusagen der Prototyp. Und jetzt es soll weitergehen. Wir wollen andere Bereiche ja auch zu Wort kommen lassen, sich vorstellen, ein Gesicht geben. Und daher jetzt mein Aufruf an euch. Wen könnt ihr euch vorstellen? Wen hättet ihr gerne hier auch vor der Kamera, hier mit am Tisch? Aus welchem Bereich? Schreibt es uns hier runter. Wir sehen uns. Bis dann.